Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Agilite, der K0 Plattenträger. Auf der SHOT Show 2023 haben wir euch den Agilite K0 Plattenträger vorgestellt. Sollte ein neuer Lightweight Plattenträger der Firma Agilite sein. Den K19 Gen 3 habt ihr bei uns ja schon gesehen. Die ganzen Zubehörteile, die ihr hier seht, das Pinzer-Plakat, den Dengler und auch den AMAP haben wir schon abgedreht. Das kommt auch noch bei uns. Wir haben jetzt nur den K0 vorgeschoben, weil der quasi heute bei Agilite offiziell released ist oder wird am heutigen Tag. Und dementsprechend wollten wir euch einmal kurz den Plattenträger vorstellen und auch einmal im direkten Vergleich zum K19 Gen 3, damit ihr wisst, was sind denn die eigentlichen Unterschiede. Schauen wir sie uns einmal kurz am Ständer an und dann nehmen wir sie mal runter zum richtigen Detailvergleich. Auf den ersten Blick fällt direkt auf, der K19, ich meine gut, hier ist jetzt auch noch bestückt, aber der K0 und der K19 wirken deutlich unterschiedlich von der Größe. Der K0 ist deutlich kompakter. Das liegt daran, dass hier beim K19 eine Universalgröße gewählt wurde. Das heißt, hier passen Medium und Large Sapis rein. Ihr habt hier auch nochmal so kleine Flügelchen in der Erweiterung hier, die über der oder unter der Rockschlaufe liegen, Rockschnalle liegen, um da eben halt auch nochmal mit Soft Armor arbeiten zu können im Zweifelsfall. Der K0 ist tatsächlich ein richtiger Plate Carrier, der nur für Platten konzipiert ist. Also das heißt, die Form der Plateback ist genau entsprechend einer Sapi, in diesem Fall einer Medium Sapi. Wir haben jetzt noch keine Information, ob es da Medium und Large geben wird, aber wir gehen davon aus, weil hier im Label war ein M-Size-Label drin. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch noch ein Large geben. Gehen wir mal schwer davon aus. Okay, erster Blick. Zweiter Blick, der Kammerband. Hier seht ihr auch schon ganz klar Unterschied. 3 Reihen beim K19 und 2 Reihen beim K0. Das ist der sogenannte Low-Profile-Kammerband, der hier mit dem Plattenträger mitkommt. Auch hier wieder Rockschnalle, hier mit Klett. Aber dazu zu den ganzen Details, wie die Befestigung funktioniert, das machen wir dann im Detailvergleich, wenn die Plattenträger liegen. Und dann haben wir noch einmal die Rückseite für euch. Die wirkt auf den ersten Blick gleich. Das heißt, ihr habt ein gleich aussehendes Klettfeld. Hier beim K19 hatte man noch so eine Schlaufe, um den AMAP zu befestigen. Beim K0 hat man einfach nur noch hier kurze Tabs, die dann einfach genutzt werden, um hier die Schlaufe einzuhängen für oben. Den Rest macht dann der Klett und die Buckles hier an den Seiten. Man sieht es hier auch deutlich beim K19, ist noch ein Rettungsgriff vorhanden und der K0 hat keinen mehr, also auch hier wieder etwas verschlankt. Und jetzt gucken wir noch einmal an die Seite, denn da habe ich noch ein Feature vergessen, was noch wichtig zu erwähnen wäre. Und zwar besitzt der K0 vorne und hinten Schlaufen in verschiedener Breite an den Seiten. Das heißt große Schlaufen in Mollebreite, würde ich sagen. Und dann nochmal eine halbe oder Viertel Mollebreite von der Breite. Da kann man dann zum Beispiel Shockward oder sowas durchfädeln, um eben nochmal Antennen oder sonstige Ausrüstung befestigen zu können. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Babys mal runter und schauen sie uns einmal im Detail an. Schauen wir uns mal die Front an. Beim K19 habt ihr hier auf der Front im oberen Bereich Molle-Klett gehabt und auch unten Molle-Klett. Bedeutet also, hier könnte man Plakats verwenden, wie das Pinzer-Plakat, was eben schon drauf war, oder eben direkt Molle-Taschen einschlaufen. Diese Option ist beim K0 nicht gegeben. Hier ist nur Klett zur Verfügung. Ebenfalls verschwunden ist die Admin-Pouch hier im oberen Bereich. Hatte man beim K19 nochmal ein kleines Fach mit Stauraum. Auch da hat man hier wieder geschaut, dass man ein bisschen Gewicht spart. Jetzt kann ich euch hier auch nochmal zeigen im Vergleich. Das wäre jetzt quasi eine M-Plateback und hier haben wir eine Large Sapi. Die ist dann doch mal größer und hier passt sie ohne weiteres in den K19 mit rein. Also wenn ihr zwischen den Platten wechseln müsst von den Größen her, wäre der K19 die bessere Wahl. Ansonsten habt ihr hier beim K0 eben auf die Platte abgestimmt, das Ganze. Jetzt sieht man hier auch nochmal schön die Flügel, von denen ich eben gesprochen habe, beim K19, die auch für den Komfort gesorgt haben. Hier geht das Ganze ein bisschen weiter in die Breite und da liegen dann auch die Rockschnallen oben drüber. Die können auch hier gesetzt werden. Das heißt, wenn ihr nicht den Low-Profile-Kammerband nutzen wollt, habt ihr hier die Option, entweder mit Tubes oder Rockschnallen das Ganze auszuführen, um eben keinen Klettverschluss nutzen zu müssen.
Die typische Gurtkonstruktion, die den Plattenträger auch so komfortabel machen, ist bei beiden gegeben. Also da hat man die guten Sachen beibehalten. Und das war im Endeffekt die Front. Gehen wir einmal auf die Rückseite, dann haben wir nämlich die Front auch abgehakt direkt. Die Seiten habe ich ja schon erwähnt mit den Schlaufen. Hier haben wir die Rückseite. Sieht auf den ersten Blick auch ähnlich aus, außer dass natürlich hier die breiten Flügelchen sind. Das habe ich ja schon erwähnt. Nur der Unterschied hier ist, beim K19 habt ihr einen durchgängigen Schultergurt. Das heißt, Rückenteil mit Schultergurt geht einmal komplett durch das Ganze durch und wird hier angeklettet. Beim K0 ist es so, da ist eine Unterbrechung drin. Das heißt, der Bereich hier vorne, wo man eigentlich kein Polster braucht, den haben sie jetzt ausgespart und habt aber trotzdem hier den Komfort mit den Polstern, der hier auch in den Brustbereich reingeht, was natürlich dann dazu führt, dass das Ganze ein Stück vom Körper weggedrückt wird, um eben hier auch Luftzirkulation zu ermöglichen. Nicht umsonst hat der K19 und auch der K0 wird das wahrscheinlich bekommen, sind die bequemsten Plattenträger am Markt ohne Harness-System, muss man natürlich mit Einschränkung sagen. Okay, dann schauen wir uns mal die Rückseiten an, bevor wir an den Kammerband und die Schultern gehen. Da hatte ich ja auch schon gesagt, Rückseite sieht eigentlich identisch aus, außer dass hier nochmal zusätzliche Schlaufen sind, um eben den Kammerband auch nochmal versetzen zu können beim K19. Ihr seht, sie sind diese G-Hooks verbaut, die sind, ja, die einen hassen sie, die anderen lieben sie. Also hier könnte man im Endeffekt dann in die Richtung gehen und das Ganze noch weiter nach innen verlegen, wenn man das wollte. G-Hooks haben natürlich den Vorteil, sie sind schön flach, aber sie können eben auch rausrutschen. Das hat man hier einfach gelöst, indem man relativ enge Schlaufen gelegt hat. Neu ist jetzt hier diese Konstruktion beim K0. Das sieht so aus. Damit spart man sich im Endeffekt einmal komplett den D-Ring und den G-Hook, weil beide werden von diesem System hier übernommen. Das ist auch die Form von einem D-Ring hier, also beziehungsweise von so einem Schieberring, um das Ganze eben sehr modular zu gestalten. Und ihr seht es ja auch, die gehen auch extrem gut rein und wieder raus. Also da hat man eigentlich keine Mühe, die ein- und auszuhängen, um das Ganze eben zu fixieren. Beim K19 wurde noch kritisiert, dass man im Endeffekt hier vorne nur 3 Reihen Molle zur Verfügung hat, um dann hier diesen Bereich zu gewährleisten, um das hier mit der Schnellverstellung für Layering zu haben. Das hat man jetzt hier beim K0 ein bisschen anders da gelöst. Hier hat man jetzt, wie ich schon gesagt habe, erstmal nur 2 Reihen Molle in der Höhe, hat aber von den Schlaufen her hier vorne die erste Schlaufe, zweite Schlaufe, dritte Schlaufe, vierte und fünfte. Also hier hat man auf jeden Fall schon mal 5 Reihen Molle zur Verfügung. Und der elastische Bereich, der hier hinter den G-Hooks gesessen hat beim K19, ist hier beim K0 unter diesem Laminatfeld verborgen. Das heißt, hier kann dann der Kammerband auch flexen, wenn Bedarf ist. Wenn man hier auf einen anderen Kammerband wechseln wollte, hatte man immer das Thema, dass man hier im Endeffekt mit dem Klett hier oben arbeiten muss. Das heißt, der Kammerband wird oben aufgebracht, hat dann auch nur hier diese kleine Fläche zur Fixierung. Beim K0 hat man jetzt hier eine vollflächige Klettfläche unter einer Flappe, um hier eben dann auch bei Bedarf schnell einen richtigen vollwertigen Kammerband anbringen zu können. Das war die Rückseite des K0 und des K19. Auf die Rettungsschlaufe bin ich ja auch schon eingegangen. Dann schauen wir uns mal die Schultern an. Genau. So, dazu legen wir die beiden Babys mal nebeneinander. Hier ist man eigentlich von Low Profile auf High Profile gegangen, aber mit unserer Meinung nach mit System und Verstand hat man beim K19 im Endeffekt nur diese halbe Schlaufe gehabt und dann hier den Klettbereich, um das Ganze zu öffnen. Müsste man hier einmal komplett ausschlaufen dann aus der Rockschnalle, um dann hier das Ganze lösen zu können, hat man hier bei dem ein komplettes einfassendes System gemacht, um eben auch Kabelführung komplett zu schützen. Hier ist mit dabei, oder hier sind mit dabei mehrere elastische Schlaufen, 2 an der Zahl. Ich mache sie einmal raus, dass ihr euch die angucken könnt. So sehen die aus. Also einmal lang und einmal quer.
Und noch einmal ein Velcro One Wrap, den kann man hier zum Beispiel an der Seite verwenden für PTTs. Und das ist dafür gedacht, dass wenn ihr hier Kabelführung oder Schlauchführung im Schulterbereich führen wollt und die Kabel aber außerhalb führen wollt. Ihr könnt natürlich hier durchgehen und das da mit dem Klett verschließen, aber ihr könnt es natürlich auch hier außen entlang legen. Und das wäre im Endeffekt dann mit diesen Loops möglich, die man dann auch entweder links oder rechts verwenden kann oder eben eine Loop beidseitig. Als zusätzliche dritte Option habt ihr hier noch so einen Überstrap, nenne ich ihn mal. Der wird einmal komplett durchgeschlauft, also die Durchlässe sind auf beiden Seiten möglich am Schultergurt. Und dann könnt ihr das nehmen und da entsprechend das Ganze so dran machen, um eben zum Beispiel auch direkt oben drüber was führen zu können. Die Schultergurte lösen sich, indem man hier zweimal Klett öffnet, nach vorne und nach hinten. Und dann hat man hier wieder ein ähnliches System wie beim K19. Das heißt, einmal unten lösen und dann kann ich hier den Gurt einmal durchziehen. Und damit hätte ich dann das Schulterpolster einmal entfernt, um eben die Plateback eben auch anderweitig nutzen zu können. Wie zum Beispiel, falls gewünscht, auch mit Rockschnallen, wenn das nachgerüstet werden soll. Also ein bisschen komplizierter als jetzt bei anderen Plattenträgern, die wir schon hier hatten, aber dafür halt eben mit deutlich mehr Komfort, weil eben die Brust vom Körper ein bisschen weggedrückt wird. Und ihr seht, ich habe den Plattenträger jetzt noch nicht sehr lange bespielt und das funktioniert trotzdem schon relativ gut. Von daher, coole Sache. So. Ja, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich schaue mir es gerade nochmal an, aber ich glaube nicht. Das sollte eigentlich alles sein, was es an Features gibt. Wie gesagt, sobald die anderen Anbauteile verfügbar sind, werden wir da auch nochmal Videos für euch produzieren, damit ihr da auf dem neuesten Stand bleibt. Das war die Vorstellung des K0 im Vergleich zum K19 Generation 3. Wir finden es sehr gelungen. Wir freuen uns schon sehr auf die weiteren Zubehörteile, die jetzt noch in naher Zukunft released werden. Die werden wir euch dann auch vorstellen, wie man den Plattenträger dann hier auch nochmal ausbauen kann, wie die Kompatibilität ist zum K19, weil das soll ja so sein, dass auch die ganzen neuen Komponenten hier auf dem K19 nutzbar sind und damit ihr dann auch das Beste für euch herausziehen könnt. Den K0 gibt es überall dort, wo man Produkte von Agilite kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Coole neue Entwicklung oder eher doch beim K19 bleiben? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.